Hallo liebe Motorradfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Mercedes-Benz 280 SE Coupé vor. Bleibt dran! Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den, wie gesagt, Mercedes-Benz 280 SE Coupé vor. Maßstab 1:18 und natürlich, wie man sehen kann, von der Firma Norrif. Das ist die Verpackung, quasi eine Standard-Norrif-Verpackung. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange drum rum, sondern packen das Ding aus. So, der Wagen ist hier eingepackt in so einem typischen Gestänge von Norrif. Ist teilweise sehr praktisch. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, ein bisschen kompliziert, das Auto aufzuschrauben, weil man immer die ganzen Teile hier entfernen muss. Wie ihr übrigens sehen könnt, ist der Wagen nagelneu. Hier sind noch alle Sicherheitskleber drumherum. Und die werde ich natürlich erstmal entfernen. So, ich habe den Wagen ausgepackt jetzt für euch. Ja, wie gesagt, das ist das 280 Coupé von Mercedes-Benz. Vom Baujahr 1969 soll dieses Auto darstellen. Und zwar es ist wahrscheinlich der 3,5er Motor, also 3,5 Liter mit 200 PS. Und zwar eines der beliebteren Oldtimer von Mercedes im echten Leben jetzt, also 1:1. Ist ein sehr elegantes Coupé auf jeden Fall. Ja, S-Klassen-Coupé. Wir schauen uns aber dennoch erstmal die Front an. Hier kann man sehr viel Chrom erkennen. Der Kühlergrill, ja, sehr viel Chrom. Die Stoßstange, sehr viel Chrom. Sehr viele Scheinwerfer haben wir auch. Ja. Sieht sehr edel aus. Ist übrigens die Flachkühlerkarosserie. Und das hat die Bewandtnis, dass quasi durch den 8-Zylinder, den sie damals hier eingebaut haben, die brauchte im Prinzip nicht so viel Höhe. Und dafür haben sie die Motorhaube flacher gebaut, beziehungsweise diese Kühlerhöhe hier. Weil der 6-Zylinder brauchte mehr Höhe und der 8-Zylinder eben weniger. Ja, die Front, wie gesagt, gefällt mir ganz gut. Wir schauen natürlich sofort in den Motorraum rein. Ist ganz ordentlich gemacht, kann man eigentlich nicht viel sagen für den Preis, meiner Meinung nach. Gefällt mir an dieser Stelle eigentlich ganz gut. Ja, also für den Preis geht's. Hier kann man auch sehen, den Kühlergrill, der ist leider nicht durchstochen, wie man erkennen kann. Beziehungsweise dahinter ist eine Platte. Ja. Schade. Hätte man natürlich besser machen können. Aber gut. Auch hier der Kühlergrill oder der Ventilator ist nur angedeutet. Aber gut. Schauen wir uns mal die Seite an. Tolles Coupé, wie gesagt. Sehr elegante Form. Ich habe ja schon mal ein Auto vorgestellt, also den W108er. Allerdings nicht als Coupé, sondern als Limousine. Und ich finde eigentlich den W108er etwas schöner. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil wie gesagt, das ist ein Coupé, das kann man nicht miteinander vergleichen. Also wenn es um die Limousinen geht, finde ich natürlich den 108er schöner. Das ist Fakt. Das Coupé hat natürlich auch seinen Reiz. Wie gesagt, elegante Seitenlinie. Hier mit der typischen Coupé-Form von Mercedes. Auch hier ist wieder sehr viel Chrom vorhanden. Den kleinen Seitenspiegel kann man erkennen. Hier die Felgen natürlich, Mercedes-typisch. Sehr schön. Ja, kommen wir zum eleganten Heck dieses Wagens. Wie gesagt, der Wagen ist auch generell sehr lang, ja. Also es ist ein sehr langes Coupé. Und wie gesagt, das Heck. Hier sieht man ebenfalls wieder sehr viel Chrom-Applikationen. Hier steht nochmal 280 SE. Kleine Heckflossen kann man übrigens noch erkennen. Und wir schauen jetzt mal in den Kofferraum rein. Hier ist ein Ersatzreifen erkennbar. Was mich allerdings hier stört und was ich kritisiere, ist der Innenraum. Ja. Der Innenraum dieses Kofferraums ist leider nicht mit Teppichimitat verkleidet, sondern einfach nur schnödes Plastik. Das hätte man sicherlich besser machen können, finde ich. Wäre jetzt nicht so viel mehr Aufpreis, denke ich. Ja, schauen wir uns den Innenraum an. Ich gehe erstmal zur Beifahrerseite. Die Tür geht sehr schwer auf, also wie gesagt, der Wagen ist neu. Beziehungsweise ich mache die Fahrerseite auch gleich auf. Und wir schauen uns direkt die Fahrerseite auch natürlich an. Und wir können schon sehen, der Innenraum ist Mercedes-typisch sehr elegant. Was mich jetzt hier stört, ist, er hätte deutlich detaillierter sein können, auch was hier die Tür anbetrifft, meiner Meinung nach. Teppichimitat ist im Innenraum vorhanden. Das ist aber auch Pflicht, meiner Meinung nach. Der Dachhimmel ist aus Plastik, darüber kann man hinwegsehen, das haben ja die meisten. Allerdings stört mich hier wirklich etwas mehr Details. Also der Wagen hat im Innenraum deutlich mehr zu bieten im Original. Es ist nicht schlecht, auf keinen Fall falsch verstehen jetzt, aber man hätte doch etwas mehr reinmachen können, meiner Meinung nach. Ja, gerade bei den Instrumenten hier ein bisschen flach aufgeklebt, finde ich. Ansonsten hier die Sitze kann man erkennen mit den Kopfstützen.
Und hier, wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, im Formbereich, ja, das Coupé ist sehr lang, das bedeutet hier, man hat im hinteren Bereich auch relativ viel Platz. Und wir schauen uns mal die Beifahrerseite an und stellen fest, ja, wie gesagt, man hätte hier etwas detaillierter arbeiten können. Es ist zwar ein Seitenhebel vorhanden, sehe ich gerade, ja, zum Schalten, finde ich ganz gut. Es ist insgesamt das Modell nicht ganz so perfekt verarbeitet, ja. Also die Türen sind jetzt nicht perfekt im Schloss drin, meiner Meinung nach, ja. Also die haben ein bisschen Spiel. Wie gesagt, der Kofferraum ist nicht mit Teppichimitat ausgekleidet und ja, die Spaltmaße sind jetzt auch nicht so ganz eng. Der Unterboden, wollen wir uns auch schnell noch anschauen. Der geht eigentlich in Ordnung für den Preis. Da setze ich nichts aus. Hätte natürlich alles detaillierter sein können, ja, aber wichtiger ist natürlich, was man oben sieht, das ist klar. Ja, was sagt ihr zu diesem Fahrzeug? Ich würde gerne eure Meinung wissen. Bedanke mich natürlich wie immer für euer Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert mich, drückt die Glocke und teilt das Video. Macht's gut!